In diesem Video erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie sich im Dashboard anmelden und Ihr Passwort ändern können, wie Sie Messparameter anlegen und bearbeiten können, wie Sie Einrichtungen erstellen und wie Sie Benutzer anlegen und bearbeiten können. Über jeden Browser können Sie auf das Online-Dashboard unter manager.lilienlabs.com zugreifen. Um sich in Ihren Lilian Manager-Account einzuloggen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Das Passwort haben Sie automatisch per E-Mail erhalten, nachdem Ihr Account von uns angelegt wurde. Bevor Sie auf das Dashboard zugreifen können, werden Sie gebeten, die Datenschutzerklärung zu lesen und zu akzeptieren. Haben Sie sich erfolgreich eingeloggt, empfehlen wir Ihnen, eine Passwortänderung vorzunehmen. Klicken Sie dafür auf die 3 Punkte oben rechts in der Menüleiste und wählen Sie den Punkt Kontoeinstellungen aus. Betätigen Sie nun den Regler Passwort ändern. Erscheint der Regler blau, können Sie Ihr neues Passwort eingeben. Wenn Sie ein neues Passwort gewählt haben, wiederholen Sie es in der nächsten Zeile. Um die Passwortänderung zu speichern, klicken Sie auf Aktualisieren. Im nächsten Schritt erklären wir Ihnen, wie Sie ganz einfach Messparameter anlegen und bearbeiten können. Klicken Sie dafür auf die 3 Striche oben links in der Ecke, um ins Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie nun den Menüpunkt Messparameter aus. Um Parameter anzulegen, klicken Sie auf das Plus-Symbol unten rechts in der Ecke. Auf Ihrem Bildschirm erscheint nun ein neues Fenster mit Parametervorlagen. Wählen Sie den Parameter aus, den Sie hinzufügen wollen, und klicken Sie auf Erstellen. Klicken Sie zunächst auf das Lilian-Logo oben links in der Mitte. Wählen Sie dann das Plus-Symbol unten rechts aus, um eine Einrichtung zu erstellen. Ein neues Fenster öffnet sich. Geben Sie den Namen Ihrer Einrichtung ein, sowie eine Anschrift und bei Bedarf eine Beschreibung der Einrichtung. Klicken Sie anschließend auf Erstellen. Wählen Sie nun die von Ihnen erstellte Einrichtung aus. Klicken Sie erneut auf das Plus-Symbol unten rechts, um die Messorte innerhalb Ihrer Einrichtung anzulegen. Wiederholen Sie den Schritt für jeden Messort, den Sie anlegen möchten. Legen Sie nun die Messposition in den jeweiligen Einrichtungen an. Klicken Sie dafür auf das betroffene Becken und wählen Sie das Plus-Symbol aus. Geben Sie den Namen und Parameter der Messposition an. Klicken Sie anschließend auf Erstellen. Wenn Sie auf die Messposition klicken, erhalten Sie einen Überblick von den durchgeführten Messungen an dieser Position. Um einen zusätzlichen Nutzer anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü Nutzermanagement aus. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um einen weiteren Nutzer anzulegen. Geben Sie Namen, Nutzerrolle, Sprache, E-Mail und BAT an. Die Nutzerrolle bestimmt den Zugriff auf das Dashboard. Die Rolle Mitarbeiter kann die Manager-App verwenden, sieht aber nur ausgewählte Einrichtungen. Nur ein Admin hat Zugriff auf das Online-Dashboard und kann Messorte und Messparameter verändern. Bei Bedarf aktivieren Sie die Benachrichtigung der Schwellenwertüberschreitung per E-Mail oder Push-Nachricht. Des Weiteren können Sie die für den Nutzer zugelassenen Einrichtungen auswählen. Klicken Sie anschließend auf Erstellen. Damit ist die grundlegende Einrichtung des Dashboards abgeschlossen.